nur einen Neuzugang in der Startformation. Das ist Konrad Laimer. Sechs Jahre so im Nachhinein vergehen dann einfach schon sehr schnell so rückblickend. Das ist halt schon Wahnsinn, muss man sagen, wie schnell dann sowas vergeht, wenn man so zurückblickt, was alles dabei war von so vielen guten Sachen, von auch Kacksachen, wie Verletzungen und so ein Scheiß. Und ja, wie viele schöne Momente da eigentlich man dann mitnehmen kann für nachher. Und ja, man erinnert sich dann schon auf jeden Fall auch gern zurück. Du hast jetzt die ganze Zeit Training, die ganzen Spiele, bla bla bla. Ich glaube, das kommt sowieso erst irgendwann mal später so, dass man so mal dann merkt, wie lang, also man merkt, also was ich krass finde, ist eher so, du merkst so, wie lang das alles, wie lange ich jetzt schon da bin, so ungefähr so. Oder wie schnell das alles gegangen ist in der Zeit. Das waren 6 Jahre und eigentlich ist es so schnell gegangen, so ungefähr. Das ist halt krass. Und vor allem auch so am Anfang denkst du so, okay, du bist noch so jung, so jung, so jung. Und auf einmal bist du jetzt schon 25. Wo ich das erste Mal da war, ich glaube, das war damals mit 19, wo ich erst mal hierher gefahren bin, mir das alles angeschaut habe, einmal durch die Stadt eine Rundfahrt bekommen habe und alles drumherum. Und ich mir gedacht habe, boah, schon alles groß, wie soll ich mich da jemals auskennen? Und jetzt so 6 Jahre später so gefühlt denke ich mir so, ja, ich kenne mich jetzt mittlerweile schon überall aus. Wie schnell dann sowas switcht und es ist ja auch eine lange Zeit, auch in dem Alter, wo ich hergekommen bin damals. Ich bin damals gerade 20 geworden und habe dann den Schritt hierher gemacht, sage ich jetzt mal. Und natürlich hat sich da viel verändert für mich, auch weg von daheim. Ich glaube, so läuft es einfach generell im Fußball. Es ist einfach schnell, man muss erstens hart arbeiten, zweitens aber auch mal schauen, dass man einfach irgendwo die Zeit auch genießen kann. Weil es erstens einfach Spaß macht für mich und für mich gibt es nichts Besseres, einfach auch am Platz zu stehen mit den Jungs, mit allen drumherum, einfach Fußball spielen und auch einfach Fußballspiele zu gewinnen. Und ich glaube, das haben wir über die Jahre oft sehr gut gemacht. Und ich glaube, das sind auch die Sachen, was man mitnimmt. Man lernt Leute kennen, die viele auch, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch danach noch im Kontakt bleiben. Und das ist einfach schön, solche Sachen mitzunehmen. Wie gesagt, wenn man 6 Jahre irgendwo ist, wird man immer seine Verbindungen irgendwo halten. Außer irgendwo kenne ich dann irgendwann gar keinen mehr, aber ich glaube oder ich denke mal, das ist nicht der Fall. Darum werden, wenn Leute da sind, werde ich immer wieder mal auf den Besuch vorbeischauen, weil wie gesagt, 6 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, wenn man das irgendwer erzählt, vor 6 Jahren hätte ich es wahrscheinlich schwer geglaubt und jetzt mittlerweile ist es schon so ein bisschen normal und ich glaube, das ist einfach mal schön, wie die Ansprüche auch einfach gestiegen sind und auch gestiegen sind innerhalb der Mannschaft und auch individuell einfach das Höchstmögliche jede Saison aus einem selber und aus der ganzen Mannschaft rauszuholen. Und ich glaube, das haben wir über Jahre wirklich sehr ordentlich gemacht. Natürlich geht es immer besser, sage ich jetzt mal, und es ist auch immer von jedem der Anspruch, ist immer noch mal besser zu machen. Und ich glaube, deswegen sind wir auch alle hier, wo wir sind und stehen auch da, wo wir sind, weil wir uns gegenseitig dahin pushen, sage ich jetzt mal, wo wir hinwollen. Und es ist einfach ganz nach oben. Und wir haben letztes Jahr uns dann das erste Mal gekrönt, auch mit dem DFB-Pokalsieg. Und das, ja, ich glaube, das haben wir dann auch gemerkt, was dann hier los war in der Stadt, was generell auch in der Mannschaft los war, bei den Fans und drumherum, wie viel das uns einfach bedeutet hat, das erste Mal sowas zu schaffen. Und ja, wäre mir wahrscheinlich schwer gefallen, das vor 6 Jahren zu glauben und jetzt nach 6 Jahren hier zu gehen und drüber zu reden, ist einfach schön und ja, weiß ja auch nicht mehr, was man da mehr dazu sagen soll. Mein erstes Spiel war DFB-Pokalrunde gegen Sechstligisten, weiß ich noch. Dann habe ich gespielt, sogar erster Spieltag auf Schalke. Dritter Spieltag habe ich am Anfang gespielt hier gegen Gladbach. Du bist im Fußball immer, das heißt nervös, angespannt, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber so eine gewisse Angespanntheit tut dir meistens gut, dass du dann, sag jetzt mal, wenn es losgeht, auch da bist. Und ich bin sicher auch ein Typ, der braucht eine gewisse Spannung in sein Spiel. Weil wenn ich alles so ein bisschen so locker, funktioniert bei mir nicht. Bei mir funktioniert entweder gescheit oder gar nicht. Es ist einfach normal geworden über die 6 Jahre, dass ich hier spielen darf, sage ich jetzt mal, dass ich hier rausgehe, dass wir hier gewinnen, dass ich hier
vor den ganzen Zuschauern, allen drumherum einfach das machen kann, was mir Spaß macht. Und das ist einfach Fußball spielen. Und ich glaube, wie mich jeder kennt, ich auch gefühlt immer alles am grünen Rasen gelassen habe, was ging in den 6 Jahren. Und es war einfach eine schöne Zeit. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das heißt, es gibt immer Leute, mit denen man auch viel macht über die Jahre. Wenn man einmal schaut, wie die Mannschaft eigentlich auch zusammengeblieben ist über die 6 Jahre, mit wie vielen Leuten ich wirklich fast 6 Jahre zusammengespielt habe, das ist allein schon Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, das sind dann auch Verbindungen, die wirst du wahrscheinlich dann nie verlieren wirst und was einfach auch schön ist, ob es jetzt ein Kevin ist, ob es ein Emil ist, mit dem ich immer viel gemacht habe, ob es ein Timo ist, der was mit einer kurzen Unterbrechung weg war und wieder zurück ist, mit dem ich sowieso sehr gut bin. Ja, also sportlich, ich glaube, sportlich kann man sich nie fertig entwickeln, meiner Meinung nach im Fußball, weil Fußball ist so komplexer Sport, dass du immer besser und besser werden kannst. Und genau so habe ich meine Schritte gefunden in allen möglichen Themen, was es gibt. Und dann gibt es so viele Highlights. Ich will da auch jetzt nicht wirklich eins picken, wo ich sage, das war das Ding. Es gab so viele und was ich immer wieder einfach auch schön finde, war einfach, dass wir uns einfach auch belohnt haben für die Zeit letztes Jahr mit dem Pokalsieg. Genau um das geht's am Ende des Tages. Ich glaube, sowas ist einfach dann schön, dann solche Momente wie letztes Jahr mit den Fans, mit deiner Familie, mit den Freunden, wie als Mannschaft einfach auch zu feiern und zu genießen, weil das ist einfach die Belohnung für die ganze harte Arbeit, was wir in die letzten Jahre reingesteckt haben. Ich glaube, solche Momente, was wir hier erleben durften oder was ich hier erleben durfte, mit allem drumherum, egal ob jetzt richtig schön mit Siegen oder nicht mal so schön, das sind einfach Emotionen, die kann man sich nicht kaufen, die kann man nicht irgendwie kriegen, das gibt es nur im Sport, im Fußball. Und ja, ich bin einfach sehr dankbar, dass ich so eine schöne Zeit hier hatte mit allen Beteiligten. Ja, wie genau auch Ralf Rangnick, der damals, mit dem ich viel Kontakt hatte in Salzburg, der mich damals nach Leipzig geholt hatte. Dann hatte ich ihn als Trainer in Leipzig ein Jahr, jetzt ein Trainer beim ÖFB, der was mir natürlich auch viel mitgegeben konnte, sage ich jetzt mal auf meinen Weg. Und ja, wie gesagt, viele Namen und viele Leute, die mir viel geholfen haben. Und da bin ich auch natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich oft das Vertrauen bekommen habe von den Leuten und die mich einfach dann auch gepusht haben, dass ich mich persönlich auch nochmal besser verbessere. Jedes Training, jedes Spiel. Und da bin ich sowieso immer dafür zu haben, sich einfach tagtäglich irgendwo was Neues zu lernen, irgendwas mehr zu machen, irgendwas besser zu machen. Man gewöhnt sich halt an alles, aber natürlich, wenn du auch ein kleiner Bub bist oder wenn du irgendwo hinkommst und dann hätte dir irgendwas erzählt, dass ich irgendwann mal hier spiele vor 47.000 gefühlt jedes Wochenende in der Bundesliga, dass ich Champions League spiele, dass ich im Halbfinale war, dass ich im Euroleague-Halbfinale war, dass ich 4-mal im DFB-Pokalfinale war. Das sind immer so schöne Fragen von dir, so, ja, hättest du das erträumen können? Nein, natürlich nicht. Hättest du dir das vorstellen können? Auch natürlich nicht. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich einfach schön, dass jetzt hier die Ansprüche so in die Richtung gehen, dass es einfach in einer gewissen Weise normal ist, dass wir hier jedes Jahr Champions League Fußball sehen, weil wir einfach uns den Anspruch gestellt haben, alle miteinander, die Stadt, die Fans, die Mannschaft, wir wollen hier Champions League Fußball sehen. Und ja, das ist einfach wichtig und ich bin einfach froh, dass wir das eigentlich gefühlt außer ein Jahr leider jedes Jahr geschafft haben. Und ich hoffe auch, dass es immer so weitergehen wird, weil, wie gesagt, hier muss Champions League Fußball gespielt werden und ich bin froh, dass wir es dieses Jahr geschafft haben und ich bin mir auch sicher, dass es so weitergehen wird. Wie gesagt, ich blicke hier zurück nach 6 Jahren und bin einfach froh, oder ich kann nicht mal das richtige Wort dafür finden. Es war einfach eine mega Zeit und Erinnerungen bleiben für immer und Momente bleiben für immer, die was man irgendwo nicht erleben kann sonst und das nimmt man auf jeden Fall mit. So viele Siege hier drin gefeiert, so viele mehr Siege zum Glück gefeiert wie alles andere. Ja, das sind wie vorher oder wie schon so oft jetzt gesagt in den Interview Momente, die du nicht vergisst, wo ich dann irgendwann hoffentlich mal das alles nochmal erzählen kann, wenn ich dann irgendwann ein bisschen älter rückblickend da auf die ganze Zeit zurückschaue. Und auf das bin ich stolz, auf das sage ich danke, dass ich generell die Zeit hier erleben durfte, so wie es war. Ich hoffe, dass ich nochmal zum Knipser werde und ich denke auch, dass leicht sicher das eine oder andere Tor mehr schießen hätte können, aber egal. Also es geht am Ende, wie gesagt, für mich die Mannschaft am Ende zum Sieg zu führen. Natürlich ist es immer schön, wenn man dann auch mal ein Tor
selber schießt und es ist auch immer mal schön, wie letztes Jahr in Dortmund einen Doppelpack zu schießen, weil ja, das ist jetzt schon nice, wenn man dann da 4-1 gewinnt und man macht 2 Tore, die haben einen Assist gemacht. Das sind Momente, die vergisst man auf jeden Fall nicht. Es war auch noch schön, wenn man mich erinnern kann, hier im Champions League Gruppenphase, wenn man gegen St. Petersburg gespielt, da habe ich es 1-1 geschossen, wo der Sabi dann das Traumtor macht mit dem Außenriss. Das war auch natürlich ein geiler Moment, wo ich ein Tor geschossen habe, was immer mitbleibt. Mein erstes Bundesliga-Tor kann ich mich noch erinnern. Er war katastrophal mit dem linken Fuß da einen Abpraller reingestolpert, aber selbst das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Ist auch schön, weißt du, wenn man nicht so viele Tore schießt, kann man sich wahrscheinlich fast an alle erinnern. Wie gesagt, immer schön, wenn man da seinen Beitrag dazu leisten kann. Natürlich ist es nicht meine Hauptspezialität, sage ich jetzt mal, aber immer schön, wenn man ein Tor feiern kann, weil da kommt nochmal vielleicht mal ein Schuss mehr Adrenalin in den ganzen Körper rein. Und wenn man am Ende das auch noch gewinnt, das Spiel, ist umso schöner, weil das ist natürlich das Allerwichtigste. Es ist auf jeden Fall schön, dass man da dazugehört, diese Ära mitgeprägt zu haben am Anfang von RB Leipzig, dass ich so lange mit so vielen Spielern, dass das auch ein Kern war, was uns zusammengehalten hat, weil wir so viele waren, die einfach hier geblieben sind, wo wir uns einfach verstehen, was braucht der eine, was braucht der andere. Der eine schreibt man mal an, der andere eher nicht, der andere sagt man mal, klopft man mal auf die Schulter, den anderen muss man ein bisschen Gas geben, dass er sich bewegt und genau so ist es über die 6 Jahre mit den ganzen Leuten, wie du aufgezählt hast, auch mit den ganzen anderen, die was dann immer dazugekommen sind. Es war immer einfach eine gute Stimmung bei uns, es war immer eine sehr hohe Qualität bei uns in der Mannschaft und es hat einfach richtig Spaß gemacht, zum Training zu fahren. Jeden Tag aufs Neue aufzustehen und einfach mit den Jungs zu trainieren, zu spielen und am Ende einfach zu gewinnen. Das glaube ich, das wissen auch alle, dass es auch das Leben als Fußballer einfacher macht, nach einem Tag frei oder egal was, nach einem Spiel am Sonntag wieder zum Kotterweg zu kommen und wir haben alle gewonnen. Die Sachen, was wir gefeiert haben, was wir gewonnen haben, das waren Momente, wie gesagt, die ich mit allen hier teile, die was unglaublich waren und die was ich auch nie vergessen werde. Wie gesagt, jetzt haben wir schon so viel geredet über die letzten 6 Jahre und wie gesagt, es gab so viele schöne Momente, was ich hier feiern konnte. Es gab so viele Siege, es gab so viele Sachen, was ich nie vergessen werde. Im Großen und Ganzen sage ich einfach Danke für meine Mannschaft, für meine Mitspieler, für den ganzen Staff, was herum ist, die was so viele für mich und für alle rumherum getan haben, für die ganzen Trainer, was ich hatte, für die ganzen Leute, die mich unterstützt haben, für die ganzen Fans und auch natürlich für meine Familie, die was mich von Tag 1 hier unterstützt hat. Und ich wünsche euch natürlich hier in Leipzig alles Gute. Wir werden uns sicher wiedersehen und ja, ich danke euch.